Tag zusammen. Heute bin ich mit euch in Millbank. Das ist eine winzig kleine Ort im Hetze von Perth County, Ontario. Ja, hier sieht es so ungefähr knapp 300 Einwohner. Und ihr denkt euch wahrscheinlich, ja nies, was soll das dann? Was gehst du mit uns in so einem Kaff? Ne, ist doch nichts los. Gut, der Bärtanz hier nicht. Aber für so ein winzig kleines Örtchen gilt hier ziemlich viele berühmte Geschäfte. Es gibt zwei Gründe, warum ich hier zweimal im Jahr hinkomme. Der Apfelsinenscheune und Anna May. Ja, der Apfelsinen und das Essen beim Anna May und vielleicht noch ein Päckchen auf der von der süßen Bäckerei. Ne? Das ist, naja, ich darf es nicht einfach. Ihr wisst ja, wie es ist. Millbank, wie viele andere Orte hier in der Gegend, ist sehr stark von der mennonitischen Kultur geprägt. Mennoniten sind eine christliche Glaubensgemeinschaft, die die Einfachheit des Lebens betont. Das zeigt sich deutlich im Alltag, wo der Anblick von Pferdekutschen und Menschen in der typisch mennonitischen Kleidung ganz normal ist. Zurück zu meinen zwei Gründen, warum ich hierher komme. Die Orange Barn, also die Apfelsinenscheune, erhält 4-mal im Jahr eine Direktlieferung aus Florida und Kalifornien mit der frischesten Orangen, Mandarinen und Pampelmusen, direkt vom Baum gepflückt. Hunderte von Menschen strömen an den 4 Wochenenden im Jahr herbei, um die Früchte in großen Mengen zu kaufen. Ich komme allerdings nur, wenn es eine ganz bestimmte Sorte Apfelsine gibt. Die Tangelos. Glück. Die sind so saftig und süß. Wenn er die probiert, da will er nie wieder eine andere haben. Die Sorte ist nicht im Supermarkt erhältlich hier und leider auch nur 1- bis 2-mal im Jahr hier in der Orange Barn verfügbar. Und hier sind sie, die Tangelos. Ja, die Apfelsinenscheune macht das jetzt schon seit über 40 Jahren. Und vor Covid musste man irgendwo parken und sich anstellen. Das konnte Stunden dauern. War aber nicht so schlimm, weil man hat immer nette Leute in der Schlange getroffen und mit denen konnte man sich dann jetzt unterhalten. Dann kamen aber immer mehr Kunden dazu und das ganze Dorf wurde zugeparkt. Und als dann auch noch Covid kam, da mussten die sich aber jetzt infallen lassen. Ja, inzwischen geht das alles online. Zahlung und Terminvergabe. Man braucht auch ja nicht mehr lang warten und die Früchte werden in einem direkten Kofferraum geladen. Jetzt zu meinem zweiten Grund. Anna May. Ein Restaurant, das eine Spezialität namens Broasted Chicken serviert. Ja, habe ich vorher auch noch nie von gehört und musste mir erstens vom Kellner erklären lassen, was Broasted bedeutet. Beim Broasting kommen nämlich 2 Kochtechniken zusammen: Frittieren und Druckkochen. Außen knusprig und innen total saftig. Der Hammer. Boah. Anna May wird natürlich auch von Mennoniten geführt und bietet neben dem Restaurant auch lecker Kuchen, Brot und allerlei Eingemachtes zum Verkauf an. Alles wird auf traditionelle Weise hergestellt. Die Leckereien sind super gefährlich. Besonders die Pies. Davon verkaufen die Hunderte am Tag. Jetzt denkt ihr euch, das war es in Millbank. Aber nee, wie gefällt. Hier geht es noch mehr. In der Möbelladen. Der bietet eine breite Auswahl an Möbelstücken an, die von den örtlichen Mennoniten handgefertigt wurden. Und das ganz nach traditionellen Handwerkstechniken. Kein Schrufe und alles aus massivem Holz. Ja, natürlich hat die Qualität ihren Preis. Aber wenn du noch Möbel suchst, die Generationen overdauern sollen, dann ist man hier richtig.
Dann gibt es noch einen Käseladen. Hier wird der Käse verkauft, der lokal produziert wird. Kühe und Ziegen aus der Umgebung tragen dazu bei, solch köstliche Produkte herzustellen. Inzwischen hat sich das Sortiment in dem Laden erweitert. Marmelade, Honig, Eingemachtes und dann noch diese schönen handgefertigten Schneiderbretter. Ja, und wenn ich dann schon ins He bin, dann kann ich natürlich auch jetzt Kies kaufen. Ne? Und dann will ich uns ausprobieren, der hier. Karamellisierte Zwiebelkäse. Da bin ich uns gespannt, wie der schmeckt. Ja. Ja, und dann natürlich der Parmesan, das kennt man ja von bei euch auch. Der ist ja immer lecker. Aber karamellisierte Zwiebelkäse. Aha. Und natürlich darf der Quiltladen nicht fehlen. Immerhin befinden wir uns hier im mennonitischen Gebiet. Obwohl es auf den ersten Blick ja nicht so offensichtlich ist, befindet sich mitten im Nirgendwo, ein bisschen außerhalb des Ortes, die Quilt Galore. Die handgefertigten Stücke kosten zwischen 100 und 450 €. Für die Herstellung eines Quilts, da können schon ein Fleisch bis zu 400 Arbeitsstunden benötigt werden. Ja, da könnt ihr euch der Stundenlohn ja ausrechnen. Ein bisschen über €1. Ja, wenn man das so sieht, ist so eine Quilt direkt günstig. Jetzt wisst ihr, warum Millbank trotz der klitzekleinen Einwohnerzahl was ganz Besonderes ist. Man unterschätzt oft so kleine Orte. Manchmal haben die viel mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick erwartet. Hier wird jedenfalls nichts aus China importiert, sondern nur örtliches verwendet, in guter alter Handarbeit. Ja, ich hoffe, euch hat der Besuch gefallen. Seht ihr, so einen kleinen Ort kann man ganz schnell unterschätzen. Da können nämlich herrliche Geheimnisse drin liegen, die man sonst ja nicht erfahren hat. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like und nicht vergessen, abonnieren. Bis dann. Tschüss.